Seit einigen Jahren findet rekordbrechender Protest statt. Der Women's March versammelt Hunderttausende Frauen und UnterstützerInnen auf der ganzen Welt, die für Gleichberechtigung und Freiheit für alle Menschen protestieren. Geballte Power, die Wellen schlägt. Und das nicht erst seit gestern. Moment mal. Die deutsche Frauenbewegung war wirklich keine perfekte Welle. Zwar sind wir auf dem Weg zu gleichen Rechten und Freiheiten für alle Menschen heute schon sehr viel weiter als noch vor 200 Jahren, doch abgeschlossen ist der Kampf um Gleichberechtigung noch immer nicht. Darum lässt sich die Frauenbewegung auch am besten als Wellenbewegung beschreiben, mit Höhen und Tiefen. Noch nie etwas von der ersten, zweiten und dritten Welle gehört? Na dann aufgepasst! Blicken wir gemeinsam zurück in die Anfänge der deutschen Frauenbewegung in den deutschen Staaten im Jahre 1848-49 und damit in eine Zeit, in der in den deutschen Staaten ohnehin alle Zeichen auf Revolution standen. Die erste Welle der deutschen Frauenbewegung begann Mitte des 19. Jahrhunderts, als 1848 eine Revolution die bestehenden Verhältnisse von Grund auf in Frage stellte. Im Zuge dieser Revolution trafen sich in Frankfurt Abgeordnete aus allen deutschen Staaten, um sich eine Verfassung für einen gemeinsamen Nationalstaat auszudenken. Hier scheint die Welle aber noch nicht angekommen zu sein. Da sind ja kaum Frauen zu sehen. Gut beobachtet. Dieser Stich hier zeigt das denkwürdige Verfassungsereignis und wer daran beteiligt war. Ganz schön testosteronlastig, oder? Dabei waren bei dieser Revolution überall auch Frauen dabei. Als Kämpferinnen auf den Barrikaden, als Autorinnen von revolutionären Schriften und auch bei der Nationalversammlung. Allerdings nicht als Abgeordnete, sondern als Zuhörerinnen, die das Treiben von den Rängen aber immerhin lautstark kommentiert haben sollen. Ganz oben auf der Liste der revolutionären Frauen dieser Zeit stand doch Luise Otto Peters. Ja, sie war eine beeindruckende Vordenkerin. Sie hat 1849 die Frauenzeitung herausgegeben. Das Motto der Zeitung sorgte für heftiges Ohrenschlackern bei den herrschenden Männern. Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerin, schrieb die Herausgeberin aufs Titelblatt und setzte so die erste Welle der deutschen Frauenbewegung in Gang. Luise Otto Peters wurde zur Wortführerin und kämpfte zusammen mit bürgerlichen Mitstreiterinnen für die Frauenemanzipation. Ihnen ging es vor allem um das Recht auf Bildung und Arbeit für Mädchen und Frauen und damit um ein unabhängiges Leben. Mädchen und Frauen standen nämlich damals in der Regel unter männlicher Vormundschaft, zum Beispiel ihres Vaters oder Ehemannes, weil der weibliche Geist als zu schwach galt, die eigenen Angelegenheiten zu ordnen. Krass, oder? Objekte zu Luise Otto Peters und anderen bürgerlichen Frauen oder Arbeiterinnen, die an der Revolution beteiligt waren, sucht man hier übrigens vergeblich. Was? Kaum vorstellbar. Tja, das lag daran, dass sie lange von der Geschichtsschreibung vernachlässigt wurden. Ihre Hinterlassenschaften galten außerdem lange nicht als aufbewahrungswürdig und fanden so nur selten ihren Weg in die Sammlungen und Ausstellungen großer Museen. Und das DHM war da leider keine Ausnahme. Heute ist das zum Glück nicht mehr so und auch hier wird es hoffentlich bald anders aussehen. Ein paar spannende Objekte aus der Zeit, als die erste Welle ihren Höhepunkt erreichte, gibt es in dieser Ausstellung trotzdem. Lasst uns doch darüber in der nächsten Folge sprechen.